3. November 1940. Wir befinden uns an Bord einer umgebauten Ju-52. Hinten im kalten Frachtraum sitzt ein Mann, der sichtlich angespannt ist. Der Ingenieur Ferdinand Brandner. Er gehört nicht zur Besatzung. Eigentlich muss er regelrecht darum kämpfen, auf diesem Testflug überhaupt dabei zu sein. Direkt neben ihm steht der Grund für seine Nervosität. Ein völlig neuartiges Triebwerk, in das er und sein Team die letzten 4 Jahre Schweiß und Arbeit investiert haben. Die Maschine rollt an, der Pilot schiebt den Hebel nach vorn und das Aggregat erwacht zum Leben. 2000 PS, 24 Zylinder, ein massives Stück Ingenieurskunst gebündelt in einem Durchmesser, der kaum größer ist als ein gewöhnlicher Autoreifen. Das war der allererste Flug des Junkers Jumo 222. Ein Motor, der die komplette Luftfahrt auf den Kopf stellen sollte und es am Ende doch nie tat. Um zu verstehen, warum Brandner diesen Motor baute, muss man verstehen, was Deutschland 1936 fehlte. Die Luftwaffe hatte Bomber. Sie hatte die Ju-88, die Do-17, die He-111. Gute Maschinen für ihre Zeit. Aber die Führung wollte mehr. Einen Bomber, der schneller war als jeder Jäger, der weit genug reichte, um London und zurückzufliegen, beladen. 600 km/h, 3600 Kilometer Reichweite, 2000 Kilogramm Bombenlast. Das war die Bomber-B-Anforderung. Und sie stand, oder fiel, mit einem einzigen Problem: dem Triebwerk. Die vorhandenen Motoren reichten nicht. Ein BMW 801, Deutschlands bester Sternmotor, leistete etwa 1600 PS. Ein Daimler-Benz DB 605 kam auf 1500. Das war zu wenig. Der neue Bomber brauchte 2000 PS in einem Paket, das noch in einen schlanken Flugzeugrumpf passte. Otto Mader, Leiter des Junkers Motorenforschungsinstituts in Dessau, prüfte verschiedene Konfigurationen. V-Motor, H-Motor, Reihen X, alle hatten Nachteile. Zu groß, zu schwer, zu breiter Stirnquerschnitt. Er gab das Problem weiter an einen Österreicher, der gerade erst zu Junkers gestoßen war und vorher Dieselmotoren für Lokomotiven gebaut hatte. Ferdinand Brandner. Brandner war kein Romantiker. Er war Ingenieur. Durch und durch. Er nahm das Problem auseinander und baute eine neue Geometrie. 6 Zylinderbänke mit je 4 Zylindern. Radial angeordnet, wie ein Stern, aber flüssigkeitsgekühlt wie ein Reihenmotor. 24 Zylinder insgesamt. Im Querschnitt ein Sechseck, nur 1,16 Meter Durchmesser. Schmaler als der BMW 801 mit seinen 1,27 Metern, obwohl der Jumo 222 ein Viertel mehr Hubraum hatte. Stellt euch vor, ihr nehmt 6 Vierzylinder-Blockmotoren und stapelt sie sternförmig um eine gemeinsame Kurbelwelle. So sah der Jumo 222 von vorne aus. Ein Motor, der wie ein Sternmotor aussah, aber innen wie 3 parallele V-Motoren arbeitete. Am 4. Dezember 1936 reichte Junkers das Konzept beim Reichsluftfahrtministerium ein. Am 4. Mai 1937 kam der Bauauftrag. Am 4. April 1938 bekam das Projekt seinen Namen: Jumo 222. Brandner und sein Team hatten ein Ziel und sie verfolgten es konsequent. Am 24. April 1939, knapp 3 Jahre nach dem ersten Konzeptpapier, lief der erste komplette Jumo 222 auf dem Prüfstand. 3000 Umdrehungen pro Minute, anschließend Demontage und Inspektion. Keine sichtbaren Schäden, keine Auffälligkeiten. Das ist kein selbstverständliches Ergebnis für einen völlig neuen 24-Zylinder-Motor. Das war ein guter Tag. Im März 1940 erreichte der Motor erstmals 2000 PS. Mit Problemen. Die Schmierung war unzureichend. Die Pleuellagerschalen liefen heiß. Das Team arbeitete nach und im August 1940 lief eine überarbeitete Version ohne diese Defekte. Im November folgte der erste Flug. Dann begann, was man rückblickend nur als Tretmühle bezeichnen kann. Das RLM, das zunächst 2000 PS gefordert hatte, wollte jetzt mehr. Der Ju-288-Bomber war in seiner Entwicklung schwerer geworden. Mehr Besatzung, mehr Ausrüstung, mehr Gewicht. Also brauchte er mehr Leistung.
2500 PS. Brandner konstruierte den A/B2 mit größerem Hubraum. Der lief und erzeugte harmonische Schwingungen. Brandner baute den A/B3 mit verbessertem Lader und revidiertem Getriebezug. Der lief ebenfalls. Im April 1941 bestand der Jumo 222 einen 100-Stunden-Dauertest bei 2000 PS. Er bestand ihn mit kleinen Problemen. Nach 60 Stunden Zündkerzenschäden, nach 75 Stunden ein leckender Einspritzpumpenregler, nach 88 Stunden ein Nockenwellenlagerblock. Das RLM orderte den Motor dennoch zur Serienfertigung. Monatlich 1000 Stück sollten ab August 1942 aus einem neuen Werk in Wiener Neudorf kommen. Am 8. Oktober 1941 hob die Ju 288 V5 erstmals mit Jumo 222 ab. Ferdinand Brandner hatte sich auf diesen Flug hineinreden müssen, weil er dabei sein wollte, und er war dabei. Dann, am 24. Dezember 1941, kam die Entscheidung aus dem RLM. Der Jumo 222 wird für die Ju 288 gestrichen. Begründung: zu wenig Leistung, zu viele ungelöste Probleme, der Bomber brauche den Daimler-Benz DB 610. Das neue Werk in Wiener Neudorf würde stattdessen DB 603 bauen, ab März 1942. Brandner widersprach dieser Einschätzung später klar. Er sagte, der Motor sei zu diesem Zeitpunkt durch verschiedene Jumo 222 Triebwerke in insgesamt 20 100-Stundenläufen gelaufen. Viele bei Junkers hätten den Motor als grundsätzlich produktionsreif angesehen. Was stimmte und was nicht? Die Quellen sind hier eindeutig in beide Richtungen. Es gab echte technische Probleme, die Pleuellager versagten wiederholt und die Ursachen brauchten bis ins Frühjahr 1942, um behoben zu werden. Neue Lagergeometrie, Zinnlegierung statt Antimon, anderes Motoröl. Das war real. Auf der anderen Seite hatten die Alliierten Monate zuvor auch die Pleuelprobleme beim Wright Duplex Cyclone und machten trotzdem weiter. Und dann gibt es noch eine andere Spur. Heinrich Koppenberg war Generaldirektor von Junkers, dem einzigen deutschen Unternehmen, das gleichzeitig Flugzeuge und Motoren baute. Erhard Milch war Generalflugzeugmeister, zuständig für die Flugzeugproduktion der Luftwaffe. Die beiden mochten sich nicht. Und Milch, so belegt es William Pierce nach Auswertung der Primärquellen, sah in einem erfolgreichen Jumo 222 eine Bedrohung. Wenn Junkers seinen Motor und seinen Bomber durchsetzte, würde das Unternehmen eine Monopolstellung in der deutschen Luftrüstung erhalten. Andere Firmen würden Junkers Produkte in Lizenz bauen, statt eigene zu entwickeln. Als Ernst Udet, Leiter des RLM-Technikamts, am 17. November 1941 starb, Selbstmord, übernahm Milch dessen Position. Er hatte jetzt die Macht, Anforderungen zu setzen, und er nutzte sie. Die Anforderungen an den Motor wurden wiederholt geändert, immer kurz dann, wenn Junkers kurz vor der Erfüllung stand. Koppenberg wurde im April 1942 inhaftiert, als Junkers zum wiederholten Mal hinter den RLM-Vorgaben zurückblieb. Das Urteil darüber ist schwierig, denn die technischen Probleme waren nicht erfunden, aber die Art, wie sie verwendet wurden, um Entscheidungen zu begründen, und der Zeitpunkt dieser Entscheidungen, das folgt einem Muster, das sich aus den Quellen ergibt. Brandner selbst formulierte es so: Der Motor sei zu Tode entwickelt worden. Immer neue Hubraumänderungen, immer neue Konstruktionsrevisionen, ohne je in Ruhe serienreif werden zu dürfen. Das ist, ehrlich gesagt, eine bittere Diagnose. Nicht für das Triebwerk, sondern für das System dahinter. Zum Vergleich: In Japan verhandelte man 1944 noch Lizenzrechte für den Jumo 222 für 10 Millionen Reichsmark. Der Abschluss kam im September 1944. Brandner sollte per U-Boot nach Japan reisen und beim Aufbau helfen. Er wurde im Dezember 1944 anderweitig eingeplant für die Jumo 004 Turbinenprobleme und fuhr nie ab. Im Juni 1943 strich das RLM das gesamte Bomber-B-Programm. Keine Ju 288, kein Jumo 222 als Standardmotor. Die Luftwaffe flog bis Kriegsende mit überarbeiteten Vorkriegskonstruktionen.
Der Motor selbst wurde noch weiterentwickelt, fast aus Eigendynamik. Der Jumo 222E/F, fertig 1944, hatte einen zweistufigen Lader und Ladeluftkühlung, leistete auf 9000 Metern noch 1930 PS. Er flog in der Ju-288 V9 und in einer He 219. Beide kamen nie zum Einsatz. 6 vollständige E/F-Triebwerke waren bei Kriegsende fertig. Insgesamt 289 Stück. Kein einziger im operativen Einsatz. Brandner wurde im Frühjahr 1945 von der Roten Armee aufgegriffen, als er versuchte, nach Prag zu fliehen. Er wurde nach Moskau gebracht, arbeitete dort für das sowjetische Rüstungsprogramm. Die Sowjets hatten 5 Jumo 222 Exemplare erbeutet und wollten einen Nachbau. Der M222 wurde nie gebaut. Stattdessen leitete Brandner das Team, das den Kusnezow NK-12 entwickelte, das bis heute leistungsfähigste Turbopropellerwerk der Welt, verbaut in der Tupolew Tu-95. Ein österreichischer Ingenieur, dessen wichtigster Motor nie zum Einsatz kam, baute in sowjetischer Gefangenschaft den stärksten Turboprop-Motor der Geschichte. Manchmal fragt man sich, wie Geschichte wohl anders verlaufen wäre, wenn man ihn einfach hätte arbeiten lassen. Was war der Jumo 222? Technisch ein Motor, der seinen Zeitgenossen in Leistungsdichte und Kompaktheit überlegen war. Einer, der die alliierten Äquivalente an Leistung übertraf, bei kaum mehr Gewicht. Einer, der an echten Problemen kämpfte, die aber lösbar waren, wie die späteren Varianten zeigen. War er fertig? Nicht vollständig. Nicht im Dezember 1941, aber war er tot? Das ist die eigentliche Frage. Die Sowjets, die Briten, die Amerikaner erbeuteten Exemplare und studierten sie sorgfältig. Das Royal Aircraft Establishment in Farnborough fertigte ausführliche Berichte. Das United States Army Air Force begann, einen erbeuteten Jumo 222E in Wright Field zusammenzubauen und stellte die Arbeit ein, weil andere Prioritäten kamen. Nicht, weil der Motor wertlos war. 289 Stück. Kein Feindbeschuss, kein Bomber damit ins Ziel geflogen. Und trotzdem beschäftigte er noch Jahre nach dem Krieg die Fachleute dreier Großmächte. Für einen toten Motor hatte er eine bemerkenswert lange Nachwirkung. Wenn euch solche Geschichten interessieren, Technik, die fast funktioniert hat und die Frage, warum sie es nicht durfte, dann abonniert den Kanal. Es gibt noch mehr davon. Und ein herzliches Willkommen an unsere neuen Mitglieder. Grey Ghost @GreyGhost5995, der in der Economy Class eingestiegen ist, und Matthias Matratzekatze @Mazzisomo7719, der gleich in der First Class Platz genommen hat. Schön, dass ihr dabei seid und unsere Dokus unterstützt.